Ich werde diese Weiten das Spieleland nennen. Konstantin, das ist das Museum. Du arbeitest hier. Moment. Ich spüre, dass wir nicht alleine sind. Ja, das sind Besucher. Da! Eingeborene! Ich werde versuchen, Kontakt mit ihnen aufzunehmen. Ich bin Nein. Konstantin! Konstantin! Wer kann es mir schon verübeln? Einmal Securus Expedition gespielt, wird jeder zum furchtlosen Entdecker. Deswegen wird es bei uns im März sehr abenteuerlich. In dem Titel des deutschen Indie-Studios Maschinenmensch übernehmen wir die Kontrolle über eine berühmte Persönlichkeit aus der Geschichte, um gefahrreiche Expeditionen in fremden Ländern zu bestreiten. Der britische Entdeckerclub ruft mutige Abenteurer zusammen. Das Ziel ist klar: 6 Expeditionen durchführen und dabei mehr Ruhm sammeln als unsere 4 Kontrahenten. Zur Auswahl stehen unter anderem Charles Darwin, Marie Curie oder Nikola Tesla. Als Belohnung winken uns der Respekt unserer Kollegen und natürlich eine lebensgroße Statue. So begeben wir uns 6-mal auf die Suche nach der legendären Goldenen Pyramide, um in die Annalen der Geschichte einzugehen. Dieses Unterfangen gestaltet sich aber gar nicht so einfach. Securus Expedition ist nämlich ein sogenannter Roguelike. Auf zufällig generierten Karten bewegen wir Runde für Runde unseren Helden. Gespeichert wird nicht. Wer einmal scheitert, fängt wieder von vorne an. Und das wird man auf jeden Fall. Durch das Erreichen bestimmter Ziele schaltet man immer mehr Forscher frei, was wiederum verschiedene Spielstile ermöglicht. Das steigert die Langzeitmotivation. Auch viele Gegenstände und ihre Interaktionen mit der Umwelt sind oft ein Geheimnis für einen Neuling. Hier heißt es, studieren geht über probieren. Wobei man das Necronomicon vielleicht mit Vorsicht aufschlagen sollte. Glücklicherweise stellt sich unser Held diesen Gefahren nicht allein, sondern bringt einige menschliche und tierische Begleiter mit. Ein fähiger Koch kann zum Beispiel aus dem Fleisch von erlegten Tieren wundervolle Mahlzeiten zubereiten. Ein Soldat dagegen teilt sehr gut im Kampf aus. Doch aufgepasst! Jeder dieser tapferen Recken bringt auch seine eigene Persönlichkeit mit. Ein abergläubischer Kollege mag es gar nicht, wenn man Grabstätten betritt. Und ein rassistischer Landsmann wird sich wohl nicht mit den Eingeborenen vertragen. Allein schon das Überleben gestaltet sich für unsere tapfere Truppe zu einer Herausforderung. Die gnadenlosen Wüsten und undurchdringliche Dschungel sind vollgepackt mit Gefahren. Tödliche Tierwesen, verfluchte Tempel oder die Elemente selbst machen jeden Schritt gefährlich. Die Quest für Reichtum und Ruhm ist alles andere als einfach. Auf dem mittleren Schwierigkeitsgrad kann schon die 2. Expedition zur letzten werden. Und wer spielt denn bitte schon auf einfach? Mit dem Realismus nimmt der Securus Expedition nicht immer genau. Wir könnten uns auch auf einer verschollenen Dinosaurierwelt wiederfinden. Und in welchem anderen Spiel kann man schon mit Aleister Crowley auf einem Raptor reitend gegen einen Riesenskorpion kämpfen? Genau diese Prise von Mystik und Absurdität macht dieses Spiel noch interessanter. Denn es bildet einen eindrucksvollen Kontrast zu allzu realen Problemen, mit denen wir konfrontiert sind. Die wichtigste Ressource in Securus Expedition ist nämlich die geistige Gesundheit der Gruppe. Jeder Schritt auf der Karte verbraucht sie und beim unwegsamen Gelände schwindet sie nur so dahin. Landen wir zum Beispiel ohne Machete im dichten Dschungel, zehrt jeder Zug extrem an den Kräften der Gruppe. Sinkt die geistige Gesundheit auf 0, werden unsere Begleiter schnell mal unmotiviert, leicht verrückt oder ein bisschen mörderisch. Ist alles okay, Konstantin? Ja. Konstantin? Konstantin? Alles okay? Ja. Wir sind also gezwungen, regelmäßig zu essen oder auch mal ein Schläfchen einzulegen. Das wiederum kostet aber wertvolle Ressourcen und Zeit. Eine Flasche Whisky und ein Kokablatt tun es hin und wieder aber auch. Bei unseren Reisen werden wir ständig vor schwerwiegende Entscheidungen gestellt. Stehlen wir die goldene Statue, um uns mehr Ansehen zu Hause zu verschaffen? Den Eingeborenen gefällt das natürlich ganz und gar nicht. Plündern wir uralte Tempel und erzünden sogar die Götter selbst damit? Nach jeder Expedition müssen unsere Vorräte wieder aufgestockt werden. Wer nichts Wertvolles mitgebracht hat, gerät ganz schnell in Geldnot. So müssen wir andauernd zwischen unserem Respekt für die Umwelt und der Mission abwägen. Man hinterfragt ständig das eigene Vorgehen, denn manchmal ist es verdammt verlockend, unseren respektvollen Forscher in einen skrupellosen Eroberer zu verwandeln. Spieleentwickler, sehr seltene Exemplare. Hä? Das sind doch Riad und Johannes vom Maschinenmensch. Die hole ich mir. Das Inventar in Curious Expedition ist so verdammt knapp. Wieso macht das eigentlich so schwer, uns gierigen Menschen? Ich will alles mitnehmen. Ja, also das ist halt wie im echten Leben. Da kann man auch nicht alles haben. Man muss sich entscheiden, Prioritäten sind wichtig.
Und das macht dann auch die Entscheidung deutlich interessanter, als wenn man einfach alles mitnehmen kann, oder? Es gibt quasi eine Knappheit, damit du auch dieses Gefühl hast, du kannst nicht alles mitnehmen und vielleicht ist es ja auch eine Metapher für irgendwas. Genau, du bist ja auch gierig. Wir halten dir nur den Spiegel vor. Es ist natürlich klar, wir bewegen uns eher im 19. Jahrhundert mit dem Spiel, aber wenn wir da Portale haben und Dinosaurier, vielleicht kann man auch Außerirdische und Zeitreisen einbauen. Wie wäre es zum Beispiel mit Trump als spielbaren Charakter? Wir haben den sogar für euch nachgebaut, bitte einblenden. Ja, schauen wir mal. Also das Spiel ist schon politisch von uns in einer anderen Zeitgeschichte, aber wenn man sich mit der Vergangenheit beschäftigt, beschäftigt man sich auch immer mit der Gegenwart. Aber Trump einbauen vielleicht als Gegner oder so, in irgendeiner Ruine oder so, aber wahrscheinlich nicht als spielbaren Charakter. Wir wollen jetzt eigentlich so viel mehr von The Curious Expedition haben. Kommt denn eigentlich Nachschub? Also tatsächlich haben wir uns überlegt, wir machen nochmal eine Ladung Inhalte auf die Expedition rauf. Und zum 1. März gibt es arktische Expeditionen. Es wird ein riesiges Update, unzählige neue Items, Events, Enemies, alles mögliche. Wir müssen wahnsinnig sein, dass wir das kostenlos rausgeben. Wahnsinnig! Ja, Kostenlos, und auch der ganz beste viele Preis. neue Dinge, die dich umbringen werden. Das verspreche ich dir. Krass, super. Kann uns jemand hier rausholen? The Curious Expedition ist wunderbar schräg, vielschichtig und bisweilen bockschwer. Dabei fühlt sich das Spiel aber nie unfair an, denn meistens sind der Erfolg und die Niederlage eine Folge eigener Entscheidungen. Und so versuche ich wieder und wieder die 6 Expeditionen zu schaffen. Vielleicht sollte ich weniger aggressiv vorgehen. Wie bekommt man eigentlich eine Heilerin? Ich hole mir aber diesmal auf jeden Fall den Dinosaurier. Markus, ich habe einen Schatz gefunden! Konstantin, du bist kein Entdecker und das ist auch kein... Oh mein Gott, das sind ja... GeoGeekies, ich habe sie hier entdeckt. Aber ich weiß nicht, was man damit machen soll. Das übernehme ich. Und ihr habt die Möglichkeit, 10 Keys zu The Curious Expedition von GeoG zu gewinnen. Klickt einfach auf den Link unten in der Beschreibung, dort gibt es insgesamt 5 Keys zu gewinnen. Oder kommt ins Museum vorbei, sucht nach unserem versteckten Codewort an unserer Gamestation, dann könnt ihr auch nochmal 5 Keys zu The Curious Expedition gewinnen. Ich glaube, es passiert schon wieder. Oh nein. Bitte nicht. Nein. Nein.